Den kann man kaufen. Das ist ein Fahrzeug, den habt ihr für euch gebaut, um bestimmte Dinge, die neu sind, auch mal zu testen. Ich gucke mal gerade, das ist ein Klassiker, den ihr gebaut habt, ein vollintegrierter. Ja, ein Klassiker, also ein typisches Auto, wie wir sie gerne haben. Ein Vario Perfect 1000 auf dem Actros-Fahrgestell. Einfach ein tolles Auto mit einem 490er Radstand, super wendig, trotz der 10 Meter. Und das bestätigen mir Kunden, die vorher zum Beispiel einen 11 Meter hatten, die jetzt sagen, boah Heiko, das ist einfach toll, wie knackig das Auto fährt, wie schön ich damit um die Kurven komme, auch zu Hause auf meinem Parkplatz. Und das ist einfach klasse. Das ist einfach noch ein Unterschied zu einem 11 Meter mit einem längeren Radstand. Ja, den haben wir gebaut als Ausstellungsfahrzeug. Das machen wir immer wieder mit verschiedenen Fahrzeugen. Da hinten steht auch ein Perfect 800, ist auch ein Ausstellungsfahrzeug. Da hinten, ganz hinten. Dort hinten links, ja. Und ja, das sind dann auch Fahrzeuge, wo wir dann teilweise gerne mit unterwegs sein wollen, um zu testen. Ja, wie ist der Ablauf? Ist der Grundriss gängig? Ist das mit der Dusche? Funktioniert das? Wie ist das mit den Wassertanks? Sind die groß genug? Also alles, was du hier gebaut hast, war nicht auf Kundenwunsch, das habt ihr bestimmt, richtig? Genau, das haben wir nach unseren Vorstellungen so erstellt, das Fahrzeug. So wie es gängig ist, wo wir sagen, einsteigen und losfahren, fröhlich sein. Und ich finde, es ist ein super gelungenes Auto. Wie gesagt, die Länge ist knackig, du hast einen PKW dabei und trotzdem ein super großzügiges Auto vom Innenraum her. Ich fahre ja im Moment 10,60 Meter. Der Radstand dürfte identisch sein, plus minus? Nein, dein Radstand ist größer, auch deswegen, weil du einen Alkoven hast. Deine Frontachse ist viel weiter vorne als weiter hier. Vorne, ja. Du hast nicht so einen Überhang vorne. Du müsstest einen Radstand von 5,50 haben. Und der? 4,90. Boah, das ist eine Welt. Das ist eine Welt und das ist eben das Schöne. Das heißt, der fährt noch mehr, noch wendiger. Der ist noch wendiger. Wobei, der fährt sich schon gut, meiner. Also ich bin ja, natürlich, die fahren auch gut. Man muss immer das Verhältnis sehen. Ja? Aber ich sag mal, du merkst das schon, ob du im 11 Meter sitzt mit 5,50er Radstand oder im 4,90er Radstand mit 10 Meter Länge. Und gut, ich habe auch hinten drin einen IQ, einen Dreisitzer, der wird ja nicht mehr gebaut. Hier ist ein Smart hinten drin. Läuft der Smart gut? Ja, der neue Smart läuft mittlerweile ja ordentlich. Nein, ich war noch bei den Leuten Akzeptanz. Ach so, meinst du? Ja. Der wird schon akzeptiert. Ja gut, ich muss mich entscheiden. Wenn ich ein 10-Meter-Fahrzeug haben möchte oder nicht länger als 10 Meter, dann kriege ich da keinen PKW als Mini oder als... Darf ich eine Lanze brechen für kurze Fahrzeuge? Wenn du im Urlaub unterwegs bist zu zweit, dann ist der Smart eigentlich kompromisslos. Ja, finde ich der auch. IQ, den finde ich super, weil wir mit 3 Leuten reisen können und Hunden. Ja. Aber mit so einem kurzen Auto bist du zwar nicht der Star auf der Autobahn, weil die Leute dich dauernd versuchen zu überholen, aber du kriegst immer einen Parkplatz. Immer. Das ist toll. Die Autos sind nicht so breit, deswegen kriegst du die Fahrräder nebenan. Das ist eigentlich auch eine tolle Geschichte. Gut, das schaffen wir bei Mini auch, dass wir die Fahrräder daneben kriegen. Und das finde ich ist auch ein Muss, dass du E-Bikes dabei hast und einen PKW. Aber ich sag mal, mit dem PKW machst du ja vor Ort irgendwelche Sachen. Du fährst ja nicht unbedingt 1000 Kilometer damit. Ganz anderer Urlaub. Also sobald du ein Auto dabei hast, wir waren jetzt auch in Litauen, wir haben die Städte erkundigt, all das haben wir gemacht und ohne Auto wären wir auf dem Campingplatz kleben geblieben. Ja. Teilweise, weil du mit den Rädern nicht über den Fluss drüber kommst, das ist eine Autobahn, da willst du nicht, das sind 15 Minuten Fahrt mit dem Auto, da fährst du nicht mit dem Fahrrad hin. Und dann fängt es an zu regnen, dann hast du die Hunde dabei, dann was weiß ich alles. So ein Auto ändert alles. Das ist meine Erfahrung. Es ist eine andere Art von Camping. Ja, also das ist natürlich auch immer schwierig, wenn du jetzt einen Kunden, einen Interessenten hast für ein Reisemobil. Was empfiehlt man, ja? Und ich höre da immer ganz gerne auf den Kunden, was machen die mit so einem Fahrzeug? Und jetzt kann man nicht sagen, jedes Reisemobil muss einen PKW dabei haben. Wir haben ein Video gemacht von so einem Perfect 900, ein wunderschönes Auto mit einem riesen Wohnraum. Da ist kein PKW dabei, aber auch das ist schwer in Ordnung, weil man sagt, ich habe 2 E-Bikes dabei, von mir aus noch einen Roller dabei und damit kann ich auch alles erledigen. Jetzt ist es nicht unbedingt zwingend erforderlich, für jeden Kunden, für jede Nutzung einen PKW dabei zu haben. Das ist halt Geschmackssache, das ist je nachdem, wie der Kunde es nutzt. Die ist ja süß, die Plattform. Also so dürfte man ihn nicht verladen, weil der
muss schräger angestellt werden. Jetzt für die Ausstellung ist er natürlich gerade gestellt worden. Aber das ist, ich verzorre den nur hinten? Ja, oder? Ja. Genau. Nur dieser Radspanner macht's. Vorne steht er in Mulden, ist dadurch gehalten, rechts und links nach vorne. Und da oben siehst du eben, wie man eigentlich die Luftfederung einstellt, bevor man nachher den Smart B- und entlädt. So, komm, wir gehen mal rein. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Doppelbodenkonzept. Wir öffnen mal kurz eine Klappe. Hast du irgendwas mit Laderaum? Wo es drin ist? Vielleicht eine Waschmaschine oder so? Nee, eine Waschmaschine. Wir können uns mal den Stauraum Ja, anschauen. einen Stauraum noch kurz an. Was wir nur einmal gesehen haben, also da sind ja diese Busklappen. So anders kann man sie, die übrigens unverändert sind, identisch. Das ist Zu deinem Auto, zu ja? meinem Auto. Das Auto ist 20 Jahre alt. Ja. Und es ist nichts geändert worden. Nichts. Also klar, vielleicht, nee, nichts. Nein, das ist im Prinzip gleich geblieben. Das ist für die Ewigkeit. Warum soll man daran was ändern? Ja? Ja, und es funktioniert immer noch. Also klar. es ist so, und das ist jetzt eine mögliche Interpretation, je nachdem, was der Kunde will, könnte das auch ganz anders aussehen. Könnte. Manche wollen hier einen Boden noch rein haben auf dieser Ebene. Manche wollen einen Auszug hier rein Kannst du mal haben. reinsetzen, da unten rein, einfach mal reinsetzen, dass man einen Größenvergleich hat. Ja, Also, hier kannst du auch mal übernachten, wenn du möchtest. ja, groß genug. Aber das ist doch schön, dass du den Stauraum hast. Also hier kann man ja jetzt alles reinmachen, was das Herz begehrt. Zum Beispiel Fahrräder könnte man noch reinmachen. Ja. Also ich habe so Falträder, ihr habt Falträder, die passen direkt rein. Da brauchen wir nicht immer rein und raus hinten, weil es eine Klappe auf. Manchmal willst du nur ein Fahrrad mal mitnehmen. Ja, Oder wobei das hinten auf dem Auszug neben dem PKW super easy ist. Und die meisten nutzen dann diesen Raum einfach für Tische und Stühle. Ja? Die musst du ja auch noch irgendwie mitkriegen. boah, ist der riesig. Das ist toll. Hier vorne sind die Gasflaschen auf der Stelle. Ja, genau. Das ist ein Auto mit Gasheizung. Hier hast du Aber einen Tank hat er auch, oder? und einen Gastank hat er auch. Da oben hast du die Gastankbetankung. Hier hast du die Flaschen auf dem Schlitten. Es hat sich nichts geändert. Darunter die Klimaanlage. Die Klimaanlage, die läuft übrigens jetzt. Hörst du die? Nee. Kaum. Ja. Das ist, also, da ist der Schlitten, Gastank ist, die Betankung ist innen. Die Stromzufuhr, werden wir gleich sehen, die ist auch von innen. Die ist außen, siehst du keine Buchsen, wo du Strom zuführst. Auch genau den gleichen Generator habe ich. Ja, ja. Das war vor 20 Jahren. Ja. Auch der unverändert von Kubota. Der ist Kubota, glaube ich. heißt die. Kubota ist der, also heißt der Motor, Kubota. genau. Das ist neu. Die Hubstützensteuerung, die ist auf der anderen Seite, aber so plus minus ist auch diese Steuerung ist identisch. Ja, ja, ja. genau dieselbe? Ja, nicht genau dieselbe, die ist schon noch verändert, aber im Prinzip ähnlich, ja. Also für die Ewigkeit. Das Zeug soll ja auch halten. Sag mal, um diesen Luftdruck zum Auf- und Abblasen, da habt ihr einen Zusatzkompressor. Das kann man auch über den Betriebsdruck machen von einem Auto? Von dem Fahrzeug kannst du umschalten, ja. Aber da gibt es eben diesen eigenen Kompressor, der dann auch über die Zeit den Luftdruck hält, ja. Das kann also sein, dass der nachts mal anspringt. nachts mal anspringt nach 3-4 Tagen und mal eben kurz Nachpumpt. 3 Sekunden läuft und noch mal eben den Druck nach. Der macht aber nicht die Dichtigkeit gegen Regen, sondern der macht nur die Wärmedichtung, oder? Das ist damit die Kältebrücke abgeschaltet wird. Naja, das ist nicht so, dass die Dichtung dann flach ist. Die hat nur etwas Druck verloren. Ja? Sie liegt noch an, ist noch dicht, aber ich muss halt irgendwann den Druck wieder erhalten. Ne? Aber das gegen Regen machen doch hier diese Art Scheibenwischergummis rundherum. Na, das ist nur eine Vordichtung. Das ist ja nur eine stehende Dichtung. Ja, damit zum Beispiel stehender Regen auf dem Slider wird abgeschoben. Ja, genau, damit das erste Wasser, was zum Beispiel oben drauf steht, abgeschoben wird. Und dahinter ist ja die eigentliche dichtende technische Dichtung. Ne? Okay, verstanden. Echtglas. Seid ihr zufrieden mit dem Glashersteller? Ist ja gut? Ja, also wie wir sehen, haben wir tolle Oberflächen. Wir haben weil auch die Scheiben sind dieselben wie vor 20 Jahren. Das ist der gleiche Hersteller. Kann das sein? das kann sein. Ja, dann hat das vor 20 Jahren aber gerade gewechselt, weil vorher hatten wir den Hersteller Clef. Und das ist jetzt? Das ist Mekuva. Ja, habe ich. Ja, dann hat er schon, genau, dann ist es eines der ersten Autos damals mit Das heißt, ich kriege die Scheiben nach, auch die damaligen Scheiben auch, ja, oder? klar. Ja, klar. Ich glaube, das ist auch so ein Serviceversprechen. Viele sagen ja, nach 10 Jahren, also du merkst es bei den Fahrgestellen jetzt schon, dass es bestimmte Mercedes-Werkstätten, die sagt, ja, so ein O404 nehmen wir nicht mehr an. Ja gut, da musst du schon eine spezielle Werkstatt finden, aber
Ja, natürlich. Ich meine, das kann ich doch nicht bringen als Hersteller und sagen nach 10, 15 Jahren, wir können nicht mehr. Also ich habe das von einem anderen Hersteller gehört. Habe ich auch gehört. Wo der gesagt hat, keine Fahrzeuge mehr. nee, nach 4 Jahren kann der Kunde nicht mehr zu ihm kommen und der macht die Autos nicht mehr. Ja, kann ja nicht wahr sein. Ein deutscher Hersteller. Ein deutscher Hersteller, also sorry, das tut mir Wir leid. sagen aber nicht, wer es ist. Und die Busscheibe habt ihr neu konstruiert. Die ist auch umliegend. Mittlerweile soll es sogar Massenhersteller geben, die sowas kopieren. Aber das macht ja auch Sinn, oder? Ja, die ist eingeklebt, ne? Und wenn du mal schaust, wie schön die passt, wie schön die eingesetzt ist. Also da bin ich schon stolz drauf, wie das so funktioniert. Und ich sag mal, war ein langer Weg, um das so hinzubekommen, aber da sind wir mittlerweile ganz gut unterwegs. Ist ja leise. Actros, oder? Sagtest du? Naja, leise. Klar, der ist schön leise. Ein Windgeräusch, Mann. Vor allen Dingen, genau, wollte ich gerade drauf hinaus, du hast ja keine Spiegel mehr, die dann irgendwie so ein bisschen im Wind wackeln und dann Windgeräusche machen. Du hast nur noch diese kleinen Ohren, dadurch ist er leise. Du hast kein Scheibengummi, das ist ja fast alles irgendwie ein homogener Übergang. Ja? Und dadurch ist er natürlich möglichst leise. Was ich total klasse finde bei den Autos, dass ihr keine innenliegende Markise habt. Das hat so viele Vorteile. Es regnet nämlich nicht rein. Genau. Also das ist, weil du ja hier Schiebefenster hast. Ja. Und wenn es nicht gerade gegen die Wand regnet, hast du ja diesen Überhang hier. Ja. Und die Markise nimmt das ganze Wasser ab und der Regen läuft an der Markise runter. Geführt. Genau. Und das kannst du nur machen, wenn du so eine Markise hast. Ansonsten würde das irgendwie quer übers Auto laufen. Also an der Seite zumindest. Vor allen Dingen ist die Funktion, die Benutzung der Markise auch deutlich einfacher, als wenn du die so integriert hast. Ja? Und ja, das ist schon ordentlich. Also es ist mir aufgefallen, wenn es regnet, das ist ein toller Regenschutz. Ja. Das ist gut. Das einzig Blöde ist, dass du ungefähr die Hälfte vom Fenster nur von außen reinigen kannst. Du kommst nicht ran. Das ist, weil meine Hand kommt nur an den rechten Teil und an den linken. Ja. Musst eine Leiter Musst eine Leiter. Ja, das ist mal so. So, was ist hier drunter unter dem? Ja, hier hast du noch mal die Heizung. Hier hast du die alte Heizung. Eine 30-30 Plus. Eine 30-30 Plus, genau. Da ist, glaube ich, die Flow mit drin. Also die ist mit eingebaut in der Heizung. Genau. Die hat 2 Heizkreise direkt am Werk. Das ist toll. Ist die Share-Heizung, wie macht denn Share das? Weil da hat ja ein Elektropaket drin, das du schön nutzen kannst. Hat die Share das auch? Das hat die Share auch, ja. Die Share-Heizung wird ja gerade neu gemacht. Das heißt, da gibt da eine neue Steuerung dafür. Die Share-Heizung ist eine tolle Heizung, ist ja eine reine Dieselheizung. So ein Blaubrenner. So ein Blaubrenner. Hier bei der alten Heizung arbeiten wir mit Gas, was auch absolut okay ist und recht pflegeleicht ist. Und die Share-Leute sind im Moment da dran, die Share-Heizung vom Stromverbrauch her ein bisschen runterzubekommen und technisch so ein bisschen zu optimieren. Naja, aber im Prinzip ist es auch eine sehr tolle Heizung, mit der wir gute Erfahrungen haben. Das ist die Steuerung, On Duty. Die habt ihr mitentwickelt. Genau, die haben wir mitentwickelt mit dem Daniel Kawitzki zusammen. Angepasst auf unsere Fahrzeuge. Und sind die fernwartbar, die Fahrzeuge? Ja. Also ihr könnt euch schon mal draufschalten, mal gucken, wenn irgendwas ist. Genau. So, das hier ist der Druckluftanschluss für die Betriebsluft. Ja, genau, da hast du ja... Kann man immer schön nutzen, so zum Ausblasen oder für Fahrräder. Ja, Fahrradreifen aufpumpen, Schlauchboot aufpumpen oder was sauber machen. Reifendruck. Genau. Ja. So, und da, sag mal, hier gibt es 2 Eingänge. Jetzt klemme ich doch mal auf. Wie ist das geführt, der zweite Eingang? Was macht der? Das ist unterschiedlich. Das kommt ein bisschen darauf an, was man mit dem Kunden bespricht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich lege die einzelnen Verbraucher auf den jeweiligen Stromkreis und sage dann, okay, ich weiß zum Beispiel, ich möchte meine Klimaanlage über einen zweiten Stromkreis nutzen. Die ist dann getrennt vom ersten Stromkreis. Das ist eine Möglichkeit. Oder es gibt eben die Möglichkeit zu sagen, ich lege alles auf einen Stromkreis und hole mir über den zweiten Stromkreis einfach nochmal das dann dazu und habe dann mehr Abdeckung, weil ich meinetwegen auf dem Campingplatz 6 Ampere habe, kann mir dann 2 mal 6 Ampere holen, habe dann 12 Ampere, ja, und nutze dann die kompletten Verbraucher über 2 Stromkreise. Okay, das heißt, ich kann hier anschließen, das bespricht man mit dem Kunden, ja, der dann kommt, weil, sag mal, das ist so simpel hier geführt. Also ich habe ja das Auto dann bekommen und es ist alles identisch. Hier ist zum Beispiel die Frischwasserzuführung, die habt ihr innen gemacht, Citywasser. Das heißt, du kannst direkt mit Druck draufgehen hier auf die Anlage.
Ja, genau. Du hast hier die Frischwasserbefüllung. Das heißt, du nimmst diesen Gardena-Anschluss Du kannst ihn dran lassen. und kommst mit deinem Schlauch und sagst, befüllen. Nein, das ist dann der City-Wasseranschluss. Ja, Wenn du den meinte ich jetzt, dran den hast. City-Wasser. Ja, das ist dann dieser. Ja. Hier ist die Befüllung. Da ist den die Tank Befüllung. befüllst. Ja. Ja. Also Citywasser heißt, es gibt ja Campingplätze, die bieten feste Anschlüsse, feste Abschlüsse. Da hast du ein Haus auf Rädern. Du hast Strom fest, Ja, du hast genau. An- und Ablauf fest, da Ja. fehlt nur noch der Fäkalanschluss. Na gut, Und gibt es ja dann, teilweise auch, dass du direkt anschließt und dann stehst du da so lange, wie du willst. optionales Citywasser, oder? Ja. Wie funktioniert das? Ist das ein Schwimmer mit dem Tank oder wie wird der eingespeist, der Citywasseranschluss? Oder geht der direkt in die Pumpe? Nein, der geht über einen Druckminderer. Da unten siehst du den Druckminderer. Ja. Weil wir arbeiten ja im Fahrzeug nicht mit 6 Bar wie so ein Hausanschluss. Das heißt, wir müssen den Druck mindern Auf wie viel? 3 Bar, oder? auf 2,5 Bar. 200 Bar. Das heißt, du kommst dann hier mit deinem Hauswasseranschluss an. Der Druck wird gemindert und geht dann direkt auf die Zapfstellen. Also nicht über den Tank, sondern direkt auf die Zapfstellen. Also ich habe das mal gesehen, also ein Citywasseranschluss mit so einem Tank wie beim Klo, der so einen Schwimmer hat. Ein Trockensumpf. Nee, ein Schwimmer und der füllt immer 10 Liter auf und dann geht er wieder Ach runter. so, okay. Das ist hier anders, der geht direkt auf die Pumpe. Der geht direkt auf die Zapfstellen. Okay. Nein, nicht auf die Pumpe. Direkt auf die Zapfstellen. Direkt auf die Zapfstelle? Ja, ja. Die Pumpe ist gar nicht mehr Die aktiv. Umschaltung ist wo? Lass mal gucken. Tankentnahme. Da hast du den Hebel. Da vorne ist zumindest mal die Tankentnahme und die Befüllung. Und lass mal gucken. Also da ist der Citywasseranschluss, der geht hier rein, dann geht er hier raus und geht direkt auf die Pumpe. Oder nee, da, hier. Da geht er drauf. Da geht er drauf. Und das ist der Druckausgleichsbehälter. Das ist der ist, glaube ich, dafür da, dass du nicht dauernd die Pumpe an und aus machst. Wenn Genau, du, der speichert einen Druck, sodass die Pumpe mal eine Zeit lang aus sein kann, um dann eben, dass sie nicht andauernd anspringen. Ne? So, Genau. Ja, genau. Okay. So, hier hast du die Umschaltung zwischen dem Citywasser Wo denn? Der kleine Blaue. Ja, hier, genau, hier ist das beschrieben. Da musst du mal ein bisschen weiter dahin filmen, dann Mach mal siehst du da rein. da die Beschreibung. Okay. Und das ist der Hahn, wo du dann umstellst zwischen Citywasser oder eben... Ich habe es noch nie gesehen Tankentnahme. an einem deiner Autos. Deswegen. Hat deiner das nicht? Nee, Okay. Vielleicht. ich Noch bin noch nicht nicht überall noch durch. nicht gefunden, Du, ja. ich hab so, was ich toll finde, ihr schreibt die Farbe immer auf die Autos drauf und den Luftdruck, den ihr empfiehlt. Das, steht die Farbe hier irgendwo? Ja, also hier steht zum Beispiel 6 Bar und 6,5 Bar. Champagner VM 22.1. Finde ich total klasse. Ja. Ja. Und das ist schon mal gut. Ja, also, jetzt werden wir mal auf den Preis gucken. Wow, ich sehe schon. Heiko, also, den gibt es zu haben, wenn Sie noch da draußen 1.408.750 € haben, dann Bargeldannahme gibt es ja nicht mehr. Dann wird man sich wahrscheinlich relativ schnell handelseinig. Gibt es schon einen heißen Interessenten? Ja. Kann man sagen. Ja. Okay. Und der muss akzeptieren, dass er wie lange? Also das heißt, wenn das jetzt jemand sieht, kann man sich auf eine Warteliste schreiben lassen? Naja, also wir müssen immer ein bisschen gucken. Wir haben im Moment eine Lieferzeit von 3 Jahren. Das heißt, wenn heute jemand so ein Fahrzeug bestellt, das nach seinen Wünschen gebaut wird, wartet er 3 Jahre. Das Fahrzeug kostet dann ebenso ähnlich wie hier, 1,4 Millionen circa. Das ist die aktuelle Preisliste und zu der wir auch dann in 3 Jahren ausliefern werden. Bei einem Ausstellungsfahrzeug wie bei diesem ist es so, dass wir sagen, okay, der ist zu haben, aber nicht direkt, sondern wir wollen ihn im Moment als Ausstellungsfahrzeug nutzen. Wie lange? Das entscheiden wir dann immer, wo wir sagen, ja, von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich. In diesem Fall ist es so, dass wir den im Mai abgeben könnten. Also rund etwas Ja. mehr wie ein halbes Jahr. Genau. Das heißt, in der Zeit davor, haben wir vorhin schon mal gesagt, möchten wir den ein bisschen nutzen, ein bisschen probieren, ein bisschen checken, wie läuft alles, wie Ihr funktioniert wollt auch alles. mal Kunden zeigen. Ich meine, es geht ja auch darum, was du nicht hast, kannst du nicht zeigen. Genau. Ihr habt hier die neueste Technik im Showroom und könnt den auch nutzen, um zu verkaufen, richtig? Ja, genau. Und dafür ist das Auto gedacht und deswegen kann er nicht sofort nach Fertigstellung, der ist jetzt gerade fertig seit 2 Aber Wochen. Mai ist doch besser wie in 3 Jahren. Darum geht's. Also, wir gucken mal rein. Ist es hier neu mit dem Schloss? Ist ein neues Schloss? Ja, aber das hast du, glaube ich, schon gesehen. Ist jetzt eben flächenbündig eingelassen. Okay, hier. Finde ich, sieht toll aus und Ein Zusatzschloss gibt es auch noch, auf Wunsch? auf Wunsch ja, gibt es in anderen Videos mal zu sehen. Ist in diesem Fall nicht so, hier ist kein Zusatzschloss drin. Und das ist die einzige Tür, richtig? Das ist die einzige Tür, ja. Okay, gehen wir rein. Innen drin hast du, ist es Kunstleder oder echtes Leder? Das ist Leder. Leder, okay.
Gut, wir gehen mal hoch. Hier ist, glaube ich, eine Klappe drunter. Immer da, wo man ziehen kann, ist dann auch eine Klappe. Darf ich hoch? Ja, ja. So, das ist, glaube ich, ein Stauraum. Ach, da ist eine Gasdruckfeder. Okay. Okay, verstanden. Ich gehe mal kurz rein. Ist das hier Feinsteinzeug, echtes? Das ist Feinsteinzeug. Das hört man bei Lederschuhen immer ganz gut. Ja, na klar. Ist unter dem Teppich hier auch Feinsteinzeug? Kann man machen. Ja. In diesem Fall nicht. In diesem Fall hört das Feinsteinzeug hier auf, weil wir konsequent gesagt haben, weißt du was, hier vorne gibt's den Teppich. So wie viele Kunden das wollen. Wenn jemand das anders möchte, ist es natürlich möglich, Feinsteinzeug durchzuziehen. Ja, setz dich doch mal hin, Heiko. Dann kann ich den Raum einmal ganz kurz abfilmen. Der Name von dem Auto bitte? Vario Perfect 1000. Gut, ein Klassiker, oder? Das ist so ein Klassiker, genau. 10 Meter lang, Mini-Garage, Slide-Out. 9,99 Meter lang. Nicht Mini-Garage, Smart-Garage. Smart-Garage. Natürlich. Mini fängt bei 10,70 Meter an. Mhm. Wie gesagt, kurzer Radstand, knackiges Auto, aber schau dir das Raumgefühl an. Was für ein fetter Fernseher, Heiko. Ja? Was sind das? Ein 60? Nee, 43 Zoll. 49? 43 Zoll. 43. Mhm. So, Actros hat wie viel PS? Der hat 460 PS, 10,7 Liter Hubraum. Ein toller Motor, wie ich finde. Die 530 PS muss man nicht unbedingt haben beim 12 Meter. Aber das ist, glaube ich, so ganz entspanntes Fahren, oder? Ja, total relaxed. So die Kasseler Berge immer im 12. Gang. Ja, ja. Hat der 12 Gang? Oder? Ja, 12 Gang, ja. Mhm. Boah, das ist eine Riesenscheibe. Aber das war vorher auch schon so. Die Scheibe war auch schon sehr groß. Dann hier das ganze Ledern, das macht ihr? Das machen wir im Haus bei uns, genau. Wie all die Sachen, die wir hier sehen. Wir fangen ja an beim ersten Schweißpunkt. Wir machen den Rahmen, den Unterrahmen selber. Wir pressen die Wände selber. Wir machen die Lackierung. Wir machen den Möbelbau komplett. Ja, also eine extreme Fertigungstiefe. Und nur so kannst du auf diese hohe Qualität kommen. Und nur so kannst du individuelle Autos bauen. Ist es gekalkte Eiche? Oder? Nein, das ist Nussbaum. Nussbaum. Nussbaum gebleicht, Nussbaum heller gemacht. Heller gemacht. Ist eigentlich sehr untypisch. Nussbaum ist dunkler. Ich mag den Farbton total, weil er irgendwie eine Wärme ausstrahlt. Zusammen mit dem Weiß eine moderne Anmutung hat, wie ich finde. Und dann hier eben ohne Knöpfe gearbeitet, sondern einfach mit Griffnischen. Die Schubladen verriegeln während der Fahrt automatisch. Wenn ich den Motor starte, zieht ein Elektromagnet hinten an und halten die Schubladen fest. Wir sind auf 10 Meter. 9,99 Meter. Boah, ist das ein Raum? Ist das irgendwie, was hast du denn gemacht? Naja, das höre ich immer wieder, wenn hier Interessenten reinkommen und sagen, Mensch, unser Fahrzeug ist 11,40 Meter, der wirkt hier viel größer. Oder zumindest genauso. Mhm. Das ist eben das Geschick. Wie kann ich einen Raum aufteilen? Wie kann ich Tiefen bauen, um dass ich dieses Raumgefühl habe? Und ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen. Die Klimaanlage ist so geil. Ja, ist schon fast zu kalt. Ne? Wir müssen schon mal ein bisschen, aber das ist draußen ist so drückend, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und hier drin total angenehmes Klima. Jetzt ist die Lüftung relativ hochgestellt. Aber auch mit dem Holz. Es ist wirklich ein schmaler Grat, glaube ich. Was ist zu viel Holz, was ist zu wenig, was ist zu viel Weiß, was ist zu wenig? Wie ist die Decke zu beschaffen? Sag mal, wer macht denn bei euch das Design? Das müssen doch Designer sein, oder bist du das? Ja, schon. Echt? Ja. Hast du so eine weibliche Ader? Ja, das weiß ich nicht, aber ich kann mir Sachen ganz gut vorstellen. Ich sehe sowas vor meinem geistigen Auge und weiß, wenn wir das in Weiß machen oder Holz machen, dann sieht das so und so aus. Das erleichtert die Arbeit auch mit dem Kunden extrem. Wenn der Kunde sagt, ja Hölzmann, wie machen wir das denn? Wollen wir das so und so machen? Dann kann ich relativ schnell sagen, ja, das würde mir gefallen, das sieht so und so aus. Das ist ja wichtig, dass du dem Kunden eine Sicherheit gibst und sagst, das wird schon wirken. Ja? Mhm. Und man kann da immer drüber streiten. Will ich das in Weiß haben? Will ich das in Grau haben? Will ich das hier noch in Holz haben? Dann wird es aber irgendwann zu viel Holz, dann wird's zu schwer irgendwann. Ne? Mhm. Schau dir so ein Furnierbild an. Warte, ich komme. Ich habe ja einen super Weitwinkel. Du brauchst noch nicht zeigen. Du bist gefühlt noch einen Kilometer weg. So. Das ist durchgehend.
Guck dir das an, das läuft hier durch. So einen Baum findest du gar nicht in einem Stück. Das muss eine Platte sein, damit du das durchziehen kannst. Wenn sich jetzt der Tischler hier verschneidet, fällt die Platte weg und der fängt mit der ganzen Front nochmal an. Das ist natürlich dann, klar, jetzt habe ich im Moment natürlich Kirsche. Ich sage jetzt nichts, ist gut. Aber es ist das Geile hier, guck mal, die weiße Platte mit dem riesen Display. Das ist so cool. Ja, die Steuerung, ihr habt die stark vereinfacht und invers gemacht. Naja, jetzt schau mal, denk an dein Panel. Ist die gleiche. Im Prinzip ist es das Gleiche, Ja. nur in digital. Aber die Anordnung sind irgendwie ähnlich, ja. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Das hast du im Automotive-Bereich auch, dass du irgendwie sagst, Mensch, das hat Audi schon vor 10 Jahren so gemacht. Heißt natürlich nicht das gleiche Panel, aber irgendwie eine Art und Weise durchgezogen. Ich liebe das Display, weil die Tasten kommen aus einer Industriesteuerung, die ihr da verwendet habt bei dem Display. Ja. Und die ist unkaputtbar, die Industriesteuerung. Ja. Das ist auch damals so. Aber die neue, die habt ihr auch getestet. Und am Anfang lief alles nicht so glatt. Ich glaube, ihr hattet schon eine Lernkurve, oder? Bei der Digitalisierung. Naja, eine Lernkurve heißt, wenn wir wissen, dass es läuft, dann wird es ja erst für den Kunden eingesetzt. Wir testen das ja erst dann für uns. Und wenn wir wissen, alles klar, wir sind auf der sicheren Seite, Alle dann lassen wir es sagen, raus. also ich werde jetzt auch so eine Folie aufbringen, dass man die Gläser nicht mehr direkt sieht. Aber ihr habt es gemacht. Nee, es ist wirklich ein schwarz lackiertes Schwarz-lackiertes Glas. Ähm, Und warum ist das noch beleuchtet dann? ja, warum nicht? Achso, wenn man es aufmacht. Ja, Nur genau. Ja, hast ja recht. Ja, ist gut. Dumme Frage. Aber das ist schade, dass ihr das damals noch nicht gemacht habt mit der beleuchteten Einstiegsleiste. Hast du so einen Griff schon? Ich habe so einen Griff, aber der leuchtet natürlich nicht. Können wir mal austauschen, wenn du Ja, echt? Klar. 1200 Euro? Das kriegen wir dann schon. Warte, ich zeig mal die Küche. Das ist ja auch die Frage, was ist zu klein, was ist zu groß? Da schrumpft wahrscheinlich die Bank. Die Bank kannst du ausziehen. Das musst du bitte einmal nur mal kurz andeuten. Genau, das ist eine Ausziehcouch. Eben mit Lattenrost, ja. Die Liegefläche später? 1,40 mal 2 Meter. 1,40 mal 2 Meter. Und du klappst jetzt eben diesen Unterstoff rüber, sodass du die Liegefläche hast. Das habt ihr selber auch gepolstert? Nein, das lassen wir jetzt machen, dieses Polster. Das schaffen wir jetzt so zeitlich bei uns nicht mehr. Gut, das kann man ja auch bestellen. Genau. Wenn das geht nach unten, das habe ich gesehen bei Volkner. Und, sorry, das wollte ich nicht sagen, aber der Gerhard. Kann ja sein, dass der das da auch hat. Warte mal, welchen Nee, Knopf? ein bisschen anders. Da ist der richtige Knopf. Das geht auch nach unten. Sag mal, wenn du da jetzt den Finger reinhältst oder einen Kindskopf, Deswegen gibt es ja einen Taster und keinen Schalter. also der muss festgehalten werden. Das heißt, der muss festgehalten werden und fährt nicht von alleine. Das traust du den Leuten zu. Das traue ich den Leuten zu. Das ist wie, Sven, wenn du Auto fährst und da kommt eine Kurve, dann musst du lenken. Verstanden. Die Nespresso. Oh, da könnte ich ja stundenlang zugucken, du auch. Ne? Hast du schon mal öfter rauf und runter gefahren? Nee, nicht wirklich. Ich finde den Mülleimer zu klein. Habt ihr ein Mülltrennsystem? Also den kenne ich ja, aber da habe ich den nie verstanden, warum der so klein ist. Da wir ja auf Kundenwunsch bauen, Achso, das ist bestimmt der Kunde. gibt es nein, das ist ja unser Fahrzeug. Das haben wir ja nach unserem Vorstellung gemacht. Ich finde, so reicht der. Ja. Wenn wir diesen Mülleimer nutzen, ist es so, dass wir sagen, da kommt eine Mülltüte rein und abends vorm Schlafengehen wird die entsorgt, leer gemacht. Und dann hast du für den nächsten Tag wieder eine leere Tüte und kannst sie verarbeiten. Damit kommst du klar. Und dann wird Pappe und so und Glas natürlich getrennt irgendwo aufbewahrt. Aber ich finde es schade, jetzt einen riesen Mülleimer hier in dem Bereich zu haben und irgendwelche Schubladen halt zu verschwenden. Ne? Und das kann man machen, wenn der Kunde das möchte. Ich persönlich brauche es nicht. so gelungen. Das ist auch eben, weißt du noch, das Holzfahrzeug, was war das für einer, der Perfect 800? Perfekt 900. 900, da mit dem Chalet-Look, Ja, wie du es genannt hast. genau. Was ich toll finde bei eurem Werkstoff, dem Mineralwerkstoff, ich hatte ein Fahrzeug aus einer Serienproduktion mit so einer Mineralstoffplatte, ich will keinen Namen nennen, habe ein Rotweinglas abgestellt und hatte einen Schaden. Echt? Echt. Oh. Und dann habe ich eine Anleitung gelesen, ja, darf man nicht, muss man gleich wegwischen, geht nicht.
Ich habe ja die Mineralstoffplatte, 20 Jahre alt oder 19. Da siehst du keinen Rotweinrand. Geht nicht, Nee. weil kannst du machen. Gibt es da Unterschiede im Mineralstoff? Also Schon, ja. Das ist, und das macht ihr auf der CNC oder auch mit der Kreissäge? Auch händisch gemacht, Ja. weil auch da ist es ja so, das Spülbecken sitzt hier jetzt mit dem Kaffeeauszug. Das wird ja dann immer aufgeteilt. Wo passt es am besten hin? Ne? Sag mal, das ist aber nicht der Ausschnitt, der vorher da drin war. Nee, das passt ja nicht. Wie kann man den denn so genau machen? Weil der darf ja auch nicht klappern. Wenn Naja, das ist eben dann, dass du was ist denn das, ein Hundertstel? die Schablonen anfertigst. Ja, wie viel Zehntel das jetzt sind, weiß ich nicht, aber Das ist gut gemacht. naja, Kann schon. man das erwarten? Finde ich schon, bei 1,4 Millionen kann man das erwarten. Das passt auch, wenn man es dreht, oder hat das genau eine Richtung? Versuch's mal. Machst du mal, weil ich bin gerade. Krass, geht. Ich bin zutiefst. Ja, das sind blöde Fragen, aber die kommen nur dann, wenn du sowas hast, weil bei mir steht eine Richtung drauf. Aber das war damals noch. Das liegt dann aber wahrscheinlich daran, dass du eine gemusterte stimmt. Oberfläche hast. Das fällt auf, wenn du das drehst, dass das Muster dann anders wirkt. Jetzt habe ich's. So, die Jalousetten, wo kommen die denn her? Weil die sind so schön, die klappern nicht, die sind seitlich geführt, oder? Nochmal. Naja, während der Fahrt sollte man die schon hoch machen, dann könnten sie klappern. Das sage ich jedem Kunden. Ja gut, die lassen sie aber draußen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass viele die unten lassen, weil das, ja, gibt es ein angenehmes Klappern. Wenn es ein angenehmes Klappern gibt, ist es dann von diesen Jalousien. Das ist kein nerviges Klappern. Aber ich persönlich sage immer Die hochziehen. sind schön, die kriege ich auch demnächst. Irgendwann, also bei mir waren ja noch Gardinen drin. Wann war die Gardinenzeit zu Ende? Die Ära der Gardinen? 2016? Ja, so ungefähr, vielleicht, ja. 2016, 2017. 2017 und dann gab es keine Gardinen mehr. Sag mal, wenn du gerade mal sowas hochziehst, kannst du das mal machen, bitte? Und darunter ist ja wahrscheinlich ein Fliegengitter und Genau, du hast jetzt hier ganz normal okay. Verdunklung. ja, habt ihr das auch von unten nach oben, die Verdunklung? Ja, kannst du auch haben. Das hast du ja hier im Prinzip. Ja, Ne? aber ich nicht. Ach so. Ja, sorry. Bei mir geht es Auch wir entwickeln uns weiter, Sven. Okay, das ist nämlich blöd, weil, ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil dann die Leute, die reingucken können, aber da hat damals noch keiner drüber nachgedacht an Privacy, oder? Das war ja damals praktisch holländische Verhältnisse mit dem Wohnzimmer. Du, das sind so Sachen, die irgendwann kommst du da mal drauf und sagst, wäre ja auch nicht schlecht, wenn es von unten nach oben geht. Und dann, ich weiß gar nicht, wann das war und dann kommt das irgendwann, ja. Was wahrscheinlich einen Monat später. Kann sein, kann sein. Oh, der ist Kühlschrank, Kissmann. Ja, auch wieder ein Kissmann. So, und der. Gut, da kann ich mir jetzt vorstellen, da werden viele sagen, naja, aber der Kissmann ist de facto Industriestandard für perfekte Kühlschränke. Ich lasse da gar nichts drauf kommen. Ja, man könnte jetzt sagen, kann ja ein bisschen moderner aussehen, mag sein, aber von der Funktion her und es geht kaum besser. Top. Ja, der kühlt super, der ist langlebig und Er ist zugelassen, zertifiziert, das noch? damit du den während der Fahrt betreiben kannst. Ja. Weil es könnte ja sein, es kommt zum Brand wegen dem Kühlschrank. Ja, war der zugelassen? Nein, der ist während der Fahrt nicht zugelassen, nur im Stand. Habe ich gehört. Also das ist, dass man für alles, was während der Fahrt benutzt werden soll, stimmt das überhaupt? ja, es geht ja um EMV, elektromagnetische Verträglichkeit. Das ist aber so ein Thema, weil diese Kühlschränke, auch die haushaltsüblichen Kühlschränke, nach mehreren Kriterien geprüft sind, auch nach EMV. Und jetzt muss man gucken, inwieweit muss ich die Prüfung noch treiben? Also EMV, elektromagnetische Verträglichkeit, Genau. stören die Funkwellen und was weiß ich. Können die stören, können die. Und ja, das muss man abwägen. Ne? Wie weit will ich diese Prüfung treiben? So, Badezimmer, ja, klassisch. Das ist gemein, weil ich sage das jetzt so, ich habe ja schon so viel gesehen. Die meisten der Zuschauer hier auf dem Kanal, die werden das noch nicht gesehen haben, das Badezimmer. Ihr habt ein besonderes Konzept, das findet großes Lob. Also das Badezimmer bei mir ist sogar noch getrennt. Das heißt, man kann also vom Schlafzimmer durchgehen zum Wohnraum und hat nochmal ein getrenntes Badezimmer. Irgendwann habt ihr das hauptsächlich eingestellt gegen ein Raumbad. Und das hat sich auch bewahrheitet. Die Leute finden das größere Bad dann besser, oder? Naja, eingestellt kannst du so nicht sagen. Das kommt auf Kundenwunsch an und auf die Länge des Fahrzeugs. Mit diesem Konzept sparst du Länge. Ja. Wolltest du jetzt dein Bad hier rein haben, wirst du automatisch länger.
weil du ja im Prinzip diesen Gang neben dem Bad als Flur verlierst. Ja? Der Gang ist jetzt hier im Bad mit drin, dadurch wird das Bad größer und dadurch sparst du die Länge. Und ich sag mal, du siehst ja, ich finde es immer ganz schön, ja, wenn du einen PKW dabei hast, aber wenn du nachher das Fahrzeug so verbaust, dass du eine fahrende Garage hast und der Wohnraum darunter leidet, finde ich das nicht mehr schön. Und das ist hier einfach nicht. 9,99 Meter, Smart Garage und einen riesigen Wohnraum. Das ist sensationell. 9,99 Meter, das heißt, du kommst auf deutlich mehr Stellplätze. Also, naja, und du bist handlich, das Auto lässt sich einfach toll bewegen. Ne? Also wir klären mal ein bisschen auf. Hier Feinsteinzeug, Fußbodenheizung, Festtanktoilette Dometic ist wieder auf dem Tank. Das heißt, du hast keinen Zahacker. Die spart unglaublich viel Wasser, das ist meine Erfahrung. Genau. Und die ist nach oben entlüftet. Also der Tank hat eine Entlüftung, sodass es so gut wie nicht stinkt. Man muss immer so den Spiegel oben drauf lassen, Wasserspiegel. Mach mal bitte nochmal auf, dann erkläre ich das mal gerade. Denn da, die meisten kennen ja nur die Zahacker-Toiletten und hier ist wirklich so, wenn ich jetzt hier drauf trete, da ist direkt der Tank drunter, richtig? Richtig. So. Jetzt guckst du auf den Tankboden. Auf den Tank. Und jetzt läuft das Wasser nach und jetzt bildet sich da oben so ein Spiegel und der verschließt das. Und dein Tipp ist, nur so ein kleines bisschen einfach nur öffnen, so und dann wieder zumachen. Ja, genau. Okay, verstanden. Und wenn der Tank richtig entlüftet ist übers Dach und nicht über einen 10er Schlauch, sondern über ein 30er Rohr, dann du erzeugst so einen Überdruck im Tank, wenn die Fäkalien in den Tank fallen. Wie ein Kamin. Und das zieht noch. Genau, und der kann dann über einen Kamin oben weg. Ja? Habe ich getestet. Ich habe gebeten, ich habe das Rohr ausgebaut, da war nämlich ein Lüfter drin, den habe ich dir geschickt, den haben wir außer Betrieb genommen, weil der kaputt war. Weil den brauchst nicht. Brauchst nicht. Den brauchst nicht. Dann habe ich meinen Sohn gebeten, dann habe ich das Rohr genommen und habe ihn gebeten, tritt mal jetzt auf die Spülung. Und dann habe ich gemerkt, auf einmal gab es einen Sog auf dem Rohr. Ja. Das war interessant. Also das ist alles berechnet bei euch. Das ist Erfahrung, die du über die Jahre machst. Ne? Und das funktioniert gut. Boah, das ist bestimmt schwer hier, das Element. So ein Stein. so ein Betonklotz hier, ne? Ja, Wahnsinn. Ist aber schön hier, die Betonoptik. Ist übrigens Elon Mopsheimer gefilmt in einem anderen Auto. Und der ist hier direkt angesprungen hier auf das Beton. Ja. Sag mal, Entscheider, Frauen, Männer. Also der Mann kann wollen, was er will. Oft ist aber so, dass das finale Go gibt oft eine Frau, die dann sagt, gefällt mir nicht. Wie ist denn das bei Personen? Kommst du gut an bei den Leuten? Ich glaube schon. Weil die kaufen ja bei Menschen. Also die kaufen ja nicht hier bei Variomobil, die kaufen ja beim Frank Mix, bei dir. Da muss man ja schon, muss ja schon fast ein Psychologe sein. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte nicht Fahrzeugtechnik studiert, sondern Sozialpädagogik. Nein, Spaß beiseite. Also ich komme eigentlich mit den meisten Leuten sehr gut klar. Manchmal passt die Chemie nicht, das gibt es. Aber im Großen und Ganzen passt es schon. Wie kommt der denn zusammen? Also du merkst ja schon manchmal, manchmal ist so, da muss man offen und ehrlich sagen, ich glaube, es passt nicht. Und dann kann der Kunde kann das sagen, ihr könnt das sagen. Das ist ja eine Ehe, die eingeht. Wenn man sich nicht wohlfühlt dabei, dann bringt das nichts. Dann hat man ja bei so einem Geschäft ein schlechtes Gefühl. Und da bin ich dann dafür, offen zu sprechen und zu sagen, Mensch, vielleicht müssen wir andere Wege gehen. Das kommt aber super selten vor. Ich versuche mich schon anzupassen und auch zurückzuhalten. Ich bin jetzt kein polarisierender Typ und eigentlich komme ich Also eins habe ich gemerkt in den 4 Jahren, man muss dir gut zuhören, denn du sagst das nicht nur, um dich zu profilieren, sondern du gibst sehr gute Tipps, wie man so ein Auto maximal langlebig nutzen kann. Also gerade die Farbauswahl, das mit dem Rot, da auch Hut ab, jetzt in der Verbindung mit dem roten Teppich, das passt. Naja, das ist gewagt, aber weißt du, so ein Teppich, der führt zur Diskussion. Und das ist das Schöne. Du kannst mit Leuten reden über so ein Thema und die können sich daran erinnern und sagen, weißt du noch das Auto mit diesem bordeauxfarbenen Teppich? Und ich mag das, sieht das Achso, die sagen in dem Video, da war doch so einer mit so einem roten Teppich. Ja, genau. Okay, verstehe. Zeig mal bitte, ist da das Auto dahinter? Ja, genau. Hier oben hast du einmal eine Schublade. Ja. Und hier unten hast du jetzt im Prinzip die Garage. Dahinter ist das Auto. Hier hinter ist die Garage. Verrückt. Sag mal, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Da ist das Ende von der Garage.
Das kannst du doch, wenn du hier drin stehst, dir überhaupt nicht vorstellen, dass da das Auto ist. Das ist ja das Schöne. Ich will das ja nicht sehen. Ja? Ja. Das ist ja eben das Geschick, das so zu verpacken, dass du das nicht feststellst. Einmal mit dem Slide-Out. Wo sitzt der eigentlich? Ich kann mir das gar nicht... Also viele kommen hier rein und sagen, ach, der hat einen Slide-Out. Ja, die merken das wegen der Breite, aber sehen das nicht, dass man irgendwo Kanten und Ecken hat. Heiko, du musst nach Japan. Da sind kleine Wohnungen gefragt mit maximaler... Ja. Da gibt es ja viele Designer, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, klar. Also auf Kleinstwohnungen, Kleinsträume. Ja. Das ist eigentlich dein Business. Naja, ich bleib mal hier in Deutschland. Jeder Millimeter. Gefällt mir ganz gut. Was ist hinter dir? Hier ist eben Ach, der Sicherungskasten. ein Schrank, FI-Schutzschalter, Sicherungskasten, genau. Für die Hochvoltseite, ne? Ja. Ja. Okay, hier oben. Auslass. Ausströmer Klimaanlage. Die Klimaanlage ist ja wohnraummäßig und schlafraummäßig getrennt. Du hast zwei verschiedene Verdampfer, kannst die Temperaturen unterschiedlich regeln. Dann hast du hier dahinter noch Stauraum unter den. Genau, hier hast du noch ein bisschen Stauraum. Dahinter ist der TV, schlafraumseitig. Mit einer Soundbar. Darf ich dir noch mal ein Kompliment machen? Mach noch mal bitte kurz auf, dann machen wir das gerade zu Ende. Dann mache ich dir mal ein tolles Kompliment. Alle eure Möbel sind verschraubt und rückbaubar. Das heißt, wenn du irgendwo ran musst, ich habe ja letztes Mal diesen Lüfter ausgebaut, da habe ich mir mal angeguckt, wie haben die das denn gemacht? Und wenn du nicht gerade um den Kopf gefallen bist, kriegst du den zerlegt und wieder zusammengeschraubt. Ja. Und das kannst du aber auch 500 Mal machen. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist cool, weil ihr habt teilweise sogar Hülsen drin und Schrauben in Hülsen, wo das mehr als 3-mal gemacht wird. Ja. Das liegt natürlich auch am Material, was wir verwenden. Das Material muss es hergeben. Und dann, wie verarbeitest du das, damit das so funktioniert? Aber das ist eben das Schöne. Du kannst im Prinzip ein altes Auto kannst du komplett einmal leer machen, wenn du möchtest. Und dann komplett einmal neu ausbauen. Die Rohkarosse steht ja in sich als selbsttragende Karosse. So, jetzt kommen wir mal zum ganz wichtigen Teil. Das ist das Thema Dusche. Eine Echtglasdusche mit leichten Kanten. Und dann... Boah, ist die schön. Wie habt ihr das denn gemacht? Ist es hier eine Technik oder ist das eine Platte hier hinten? Oder ist Nein, das ist Betonoptik. Das ist kein echter Beton, natürlich nicht. Aber ist das eine Technik? Habt ihr das aufgetragen? Oder? Nee, das ist eine Platte, die du aufklebst. Ne? Ist die flexibel? Ja, ein bisschen. Bisschen flexibel, weil es geht ein bisschen... Oder ist sie ganz gerade? Ist ganz gerade, ja. Oh, das täuscht aber hier mit dem... Durch die Schrägen dort von dem, weil diese Konsole läuft hinten zurück, um die Tiefe nicht zu haben. Du brauchst aber oben die Tiefe für die Armatur. Ja, ihr habt ja bei dem O404, dem alten Reisebus, den viele meiner Zuschauer gesehen haben, ist auf die Spitze getrieben, 1200 Liter Frischwasser. Der hat 800 Liter Frischwasser plus 400 Liter Zusatztank. Was hat der denn? Der hat 400. Der hat 400. Ja. Auf Wunsch mehr? Etwas weniger. Ja. Ja, klar. Wobei du ganz klar sagen musst, du musst das hinkriegen. Ja? Bei 9,99 Meter Pkw-Garage musst du den Raum haben. Der hat ja 12 Meter, keine Pkw. Also da hast du wirklich Platz gehabt bei dem. Genau. Und Reisebus, 50 Leute können da einsteigen. Da hast du genug Platz für Wasser. Ja. Gut, cool. Dann der Handtuchheizkörper. Viele schaffen den ab und machen den irgendwie hin die Wand rein, damit man den besser reinigen kann. Aber die Leute lieben es, wenn du die trocknen kannst, die Sachen. Genau, das ist es. Gut, kannst du auch eine Stange vormachen. Aber ich finde, das ist ja sogar ein optisches Element, was man sich ganz gut anschauen kann. Ja, wieder mal Schwerkraftsteuerung, also um sich zu was ist denn das für eine coole Wand hier? Die Scheibe hier? Ja, die ist schön. Ja, so eine Diskretionswand, ja, dass du, wenn du hier bist, die Toilette ist ja im Prinzip offen, aber so ein bisschen hier eben abgedeckt und so ein bisschen verdeckt durch diese Wand. Die Tür bitte mal schließen. Ist da auch ein Spiegel drin in dem Fall? Nee. Geht aber, oder? Geht, ja. Gut. Also, alle eure Türen, also zumindest in meinem Modell, sind so, dass man noch einen Teppich drunter legen kann. Also das ist mir aufgefallen. Da Ach, hier unten? Viel, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Also so einen dünnen Teppich kriegt man immer noch drunter. Ja gut, auch das kann man natürlich besprechen. Kann man machen, auf jeden Fall. Und wenn das nicht vorgesehen ist, schneidet man die unten ab. Okay, so wir gehen in den Schlafraum rein. Magst du vorgehen? So, hast du 2 Stufen, das hat einen Grund. Auto ist ja drunter. Trotzdem halt 1,85 Meter, was hast du? 1,84 bin ich. 1,84 Hier hast du 1,95 Stehhöhe, trotz der Smart Garage. Und du hast eben schön Platz. Ich finde das super heimelig hier. Das ist unheimlich gemütlich. Ja, diese Rückwand mag ich. Das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Das mit ist dem so ein indirekten Rautenstepp, Licht. oder?
Ja, das ist eine Rautensteppung, genau, eine Mikrofaser, ja. Ach, total wohnlich, weißt du, nicht so abgehoben. Also wir haben ein Fahrzeug inspiziert. Da war die Pkw-Garage zum Schlafraum nicht dicht. Die mussten einen Überdruck erzeugen, damit die Gase von dem Pkw ableiten. Du musst sagen, dass das nicht hier bei uns war. Nein, nicht bei euch. Genau. Es war bei einem anderen, wir nennen keinen Namen. Man muss darauf achten, bei euch ist die Garage so dicht, ihr habt sogar eine Entlüftung. Bei mir unten ist eine Entlüftung drin, da ist so ein kleines Zuluft, Gitter. eine Zuluft und eine Abluft. Eine Abluft, ja. Wenn die Fahrzeuggase hier in den Schlafraum kommen, dann ist doch wohl alles zu spät. Ja, aber Ich weiß. die haben jetzt einen Überdruck erzeugt. Ich habe die vor 2 Jahren schon mal darauf hingewiesen und habe gesagt, Mensch Leute, denkt mal dran. Also das bitte funktioniert so nicht. nachhaken, ist die wirklich dicht? Das erkennt man unter anderem daran, dass wenn man die beiden zumacht, dann kriegt man die Tür hinten immer zu. Ja, genau. Genau so ist es. Wie beim Golf 1 damals, wenn das Schiebedach zu war. Gut, jetzt ist ja die Zielgruppe, die sowas kauft, ja nicht in Tausenden hier im Caravan-Salon unterwegs, aber was ist das, eine Blende oder ist da noch was dahinter hier? Das kannst du auch öffnen, ist aber eigentlich nur eine Blende, hat keine große Tiefe. Ja, aber da kannst du noch mal, ich weiß nicht, Tempos reinlegen, Socken reinlegen, da kann natürlich noch ein Boden rein. Aber ursprünglich ist es eigentlich gedacht, als dass hier oben schön die Oberschränke optisch durchgehen. Ja? Okay, habe ich ein größeres Fenster, damit ich irgendwie aufs Dach steigen kann? Das schaffst du hierdurch nicht. Nee, da noch nicht. So, und dann, okay, hier ist das Auto drunter. Kannst du mal annehmen, bitte? Mal kurz mal drunter gucken. Okay, also der Klassiker, die kann man übrigens auseinanderschrauben und reinigen. Das ist echt so toll. Und wieder festschrauben. Das ist, Die brauchst du ja nicht schrauben, die sind ja nur gesteckt. Ja, in dem Fall, aber bei mir sind sie teilgeschraubt. Ach so. Und dann haben wir die rausgenommen, haben den komplett nass gereinigt, haben wieder reingelegt, wie neu. Ja, das ist so. Das ist, aber ich liebe diese, mein Gott. Sag mal, kannst du nicht mal kurz rausgehen und mal, vielleicht, dann sind die nicht mehr da. Die passen bei dir gar nicht. Passen nicht. Nein. So, was ist das hier? Alles Holz. Ja, klar. Also da wo Holz aussieht, ist Holz drin. Das ist ein Echtholz, genau, was dann durchgezogen wurde. Ja. Und ich finde, das macht den Raum auch so gemütlich. Wenn du jetzt hier alles weiß machst, das kann man machen. Aber das wirkt dann schnell relativ klinisch. Und also ich fühle mich hier wohl. Das sind warme Töne, das drückt nicht, es ist nicht zu dunkel, es ist hell, aber trotzdem irgendwie heimelig. Und dann mit dem eingelassenen Fernseher, mit einer Soundbar drunter. Ich meine, ist doch irgendwie nett. Ich habe ja auch, ihr habt ja nachträglich hinten einen Fernseher eingebaut, der ist ja so fest, da kannst du ein Auto dran aufhängen. Also ja. Irgendwie großer Kleiderschrank, weil das ist gut, und noch einen zweiten Kleiderschrank. Genau. Gut, wir sind auf 9,90 Meter, oder? 9,99 Meter, 10 Meter, ja. 10 Meter. Aber das ist eben das. Ich sag mal, das vergessen die Leute, ja. Und wenn das schönste Kompliment ist doch, wenn jemand reinkommt und sagt, unser 11,40 Meter, irgendwie habe ich nicht so ein Raumgefühl. Das ist kleiner. Das ist doch toll. Also das hast du ganz oft, wenn hinten die Fahrräder in so einem Slideout sind, also die werden nach oben weggefahren, dann hast du teilweise 2 Fahrräder, also 4 Fahrräder hintereinander, die weggefahren werden. Da kannst du dir auch ganz ehrlich einen Palace kaufen für 9,50 Meter. Ich arbeite ja auch für Morello, wo ich dann wirklich sage, da brauchst du kein 12 Meter Auto, wenn du für 4 Meter Fahrräder, aber das ist ja jeder, wie er will. Boah, das ist aber schwierig. Will ich mir Innenraum, brauche ich 4 Fahrräder, brauche ich 2 Fahrräder? Ihr habt die Fahrräder neben das Auto gestellt. Das ist eben das Schöne, dass du nachher den Pkw oder die Räder unabhängig voneinander entnehmen kannst. Ich muss nicht erst den Pkw rausfahren, um dann an die Räder zu kommen. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte vielleicht ja mal, wenn ich auf der Durchreise bin oder nur eine Nacht irgendwo bin, möchte ich mal eben kurz mit dem Fahrrad losfahren. Dann möchte ich aber nicht den Pkw rausfahren. Am besten noch in den Regen stellen. So, der bleibt da drin, ich kann das nutzen. Ich habe im Innenraum meine volle Ausnutzung. Naja, und dann kriegst du es eben hin, dass auch so ein 10 Meter Fahrzeug deutlich größer wirkt, als er wirklich ist. Also ich würde nehmen. Ah ja? Okay. Nee, das war jetzt kein Kaufvertrag. Also Na? ich würde nehmen, ist so gesagt. Nein, weil du ihn ja selber designt hast und also das gefällt mir alles hier. Also ich würde den gerade so, wie er hier steht, ich wüsste jetzt nichts, was ich ergänzen würde. Schön. Es ist perfektes Auto. Das 9,90 Meter oder 99 ist natürlich eine Kampfansage. Also so einen Grundriss auf unter 10 Meter hinzukriegen, da werden sich mit dem Radstand, das heißt, der schiebt ein bisschen über die Vorderachse, so ein kleines bisschen wie ein Reisebus, oder sitzt du genau auf der Achse?
Ja, du hast einen gewissen Vorbau vorne und du sitzt ungefähr auf der Achse. Das lässt sich angenehm fahren. Also ja, das ist ein ganz tolles Gefühl. Und du hast eben keinen riesigen Überhang hinten am Heck. Den kannst du ja nicht gebrauchen. Ja? So, alles, was ihr braucht, ist das notwendige Kleingeld und ein C-Führerschein. Viele machen den neu, also das ist, machen den mal eben. Ja. Ist das ein Thema? Nee. Nein, finde ich nicht, weil ich sag mal, auch wenn du über ein Boot nachdenkst, über ein Schiff nachdenkst, musst du einen Bootschein machen. Und nachher mit Navigation und so ist der auch relativ aufwendig. Da spricht keiner davon. Und deswegen, nee, kein Thema. Also, und es ist ja auch eine gewisse Ausbildung, die ich noch erfahre und einen Lerneffekt, den ich dann auf dem LKW habe. Ja? Also für Yachtverhältnisse, und das hier ist ja nun mal eine Yacht auf Rädern, sind wir ja geradezu günstig. Wir drehen ja mal auf der Boot. Da geht es bei Princess los bei 3 bis 5 Millionen. Ja. Und dann kannst du aber nicht an jeden Hafen der Welt fahren oder Stellplatz. Es ist eine andere Form. Und ich glaube, dass die Kunden, die das hier kriegen, die bekommen einen Klassiker. Hast du Kunden, die kaum Kilometer fahren, die sich nur erfreuen daran, dass er steht? Nee, Nee. Eigentlich nicht, nein. Also die meisten werden richtig aktiv genutzt, oder? Ja, gut, das ist dann schon unterschiedlich. Manche fahren 20.000 im Jahr, 25.000 und welche nur 11.000 oder 10.000, das schon. Aber dass sie die nur abstellen und darauf warten, das haben wir jetzt noch nicht. Oh, ist das schön. Also, liebe Leute, den könnt ihr kaufen. Lottogewinn inklusive, aber es soll ja auch Menschen geben, die wirklich hart und sparsam waren. Ich habe gehört von der neuen Generation, dass es gehört, die bis zu 80% von dem, was sie verdienen, zurücklegen. Und da gibt es einen speziellen Namen, der ist mir jetzt entfallen. Und die wirklich sagen, ich gehe mit 43 in Rente, also passives Einkommen, dass das Kapital ein bisschen kommt. Also oft ist ja so, das sind ja nicht die großen Erben, sondern die haben meist oft hart gearbeitet. Die waren vielleicht Handwerker, waren Unternehmer, hatten viel Risiko, Absolut, ja. Wenig Freizeit. Viele Leute kaufen das mit wenig Freizeit, weil das Ding steht gepackt vor der Tür, die 3 Tage, die haben. Genau, das ist das Schöne, dass du sagst, komm, Freitagmittag ist der Termin ausgefallen. Ich sage, komm, wir gehen Freitagmorgen, 10 Uhr setzen wir ins Reisemobil, Wasser drauf und wir fahren weg und kommen Montag oder Sonntagabend wieder. Und das machst du halt mit dem Hotel nicht so, weil du die Möglichkeiten so schnell nicht hast, ein Hotel zu buchen. Hier hast du die Möglichkeit. Reinsetzen, losfahren. Also, ich liebe euch dafür, dass ihr so nahbar seid. Ihr seid nämlich genau nicht, als ich das erste Mal hier am Caravan-Salon war, 2017 oder 2016, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, muss ich jetzt hier die Rolex tragen, um hier reinzukommen? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Hier darf jeder rein, wenn man lieb fragt und nicht gerade hier einer gerade ist. Und auch wenn da steht hier vorne, ich hatte jetzt einen Opa, hatte ich da mit seinen Enkelkindern, 3 Stück an der Zahl, die sind da in die Morelos rein, die haben sich da gefreut. Kennst du das? Das ist so, da kommt natürlich immer einer mit, das sind teure Autos, gar keine Frage, aber wenn man hier lieb fragt, darf jeder rein. Auf jeden Fall. Kann sich die Fahrzeuge anschauen, auch in Ruhe. Also, weil es ist ein Stück deutsche Ingenieurskunst und du bist ja Ingenieur, oder? Genau, ich habe Fahrzeugtechnik studiert und ja, ich habe mal Energieelektroniker gelernt. Ich schraube leidenschaftlich gerne an Fahrzeugen. Das heißt, ich weiß auch, was es heißt, einen Schraubendreher, einen Hammer zu bewegen und kann dann ganz gut einschätzen, wie das so ist, wenn man sowas bauen muss. Wie ist der Durchmesser von einer 10er Schraube? M6 oder was meinst du? M6. 10er Schlüsselweite, M6. M6, ja, okay. 12er? Was 12er Schlüsselweite, super selten, das ist 13. 13er Schlüsselweite und das ist eine M8. Okay, ich hatte keine Ahnung, aber ich habe einfach mal gefragt. 12 gibt es ganz selten, hat eigentlich kaum eine. Eigentlich ist es eine 13er Schlüsselweite. Gut. Sag mal, der Kubota, hat der metrische Schrauben? Weißt du das, der Generator? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber müsste so sein, ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Variomobil. Also ihr merkt, ich kann dem Heiko noch nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Aber mein Fachwissen mittlerweile kann ich zumindest meine Alde von einer Share unterscheiden. Das ist schon mal viel wert. Ja, das machst du schon ganz gut. Ich finde das toll, was du mittlerweile an Verständnis dafür hast. Das macht es auch leicht, dass du gezielte Fragen stellst und nicht irgendwie so blau in den Raum hereinfragst. Mir macht es aber Spaß mit dir, Sven. Alles gut. Schön. Also gefilmt haben wir den hier. Das ist ein tolles Fahrzeug ohne Pkw-Garage mit Slideout auf einer Länge von 10 Meter. Nee, 9 Meter, genau. 9 Meter, genau 9 Meter. Den haben wir nicht gefilmt. Das ist ein neues Auto. 8 Meter Länge, glaube ich. 8,25 Meter, ein Perfect 800. 749, oder? Ja.
749 Tonnen. Was hat der an Zuladung? 600? Nicht ganz. Das kommt immer ein bisschen auf die Ausstattung an. Das ist natürlich bei so einem Auto relativ knapp, ja, weil du die große Breite hast von 250. Aber muss man aufpassen, was man mitnimmt. Ganz Ja, einfach. man muss dann bei dem Vertrag, bei der Wahl der Optionen, stellt man ja schon fest, auf welches Gewicht wir kommen. Und da muss man dann mit dem Kunden drüber sprechen und sagen, reicht euch das an Zuladung oder lassen wir den auf 8,8 Tonnen. Okay, und das geht später auch, oder? Das geht jederzeit, weil das ist ja ein 8,8 Tonner. Das ist ja eine rein papiermäßige Festhaltung und das kann jederzeit geändert werden. Ja. So, Feierabend. Ich guck mal auf die Uhr, 5:45. Die Gianna hat bestimmt schon angerufen. Ich habe mir den Feierabend verdient und wir haben einen ganzen Chip voll gefilmt. 6 Stunden und 8 Minuten netto. Viele lange Videos, waren wenige. Ich glaube nur 8 oder 9 Stück habe ich heute gemacht oder 10. Hey. Und wir haben 4 Teams erstmalig auf dem Caravan-Salon, 4 filmende Teams. Das ist euer Stand. Vielen Dank fürs Einschalten. Heiko Hülsmann am 31. August 2024. Jetzt 4 Jahre filmen wir schon zusammen. Kannst du es vorstellen? Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht oder macht immer noch Spaß und Ja. hoffentlich bleibt es noch weiterhin so. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut, bis dann. Tschüss.